Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich mache mal wieder eine Weltreise. Nein, Quatsch. Diesmal geht es nur nach Münster. Aber ich bin ein bisschen in Verzug. Aber Deutsche Bahn hat ja meistens immer Verspätung. Und daher lassen wir das mal ganz locker angehen. Und was ich da so erlebt habe, seht ihr später nach dem Intro. Dranbleiben. So, wie ich schon vermutet habe, 8 Minuten Verspätung. Allerdings können wir hier schon den ersten Zug hier mitnehmen und wir gehen auch gleich mal direkt rüber, weil von der Seite, weil wir jetzt erst 10 Uhr haben, können wir auch die Busse sehen von der Seite. Letztens hatte ich euch die ja gezeigt von unten, aber jetzt können wir noch mal von hier oben über die Busse hinweg schauen. Wunderbar. So, dann warten wir mal, bis der Zug kommt und fahren einfach mal nach Münster, um zu sehen, was es da so gibt. Ich warte immer noch auf den RE6, der hat noch Verspätung. Aber dieser Zug hat keine Verspätung. Schaut mal. Wunderbar. Der hat nicht zu viel Verspätung. So, da kommt der RE6, so Regio. Ja, so ein Doppeldecker, den wir ja schon kennen. Mit dem bin ich ja schon öfters gefahren. Ja. Tja, dann steigen wir mal ein. Aber die Maske natürlich nicht vergessen. So Leute, ich habe nur 3 Minuten Umsteigezeit. Aber ist nicht schlimm, wenn wir den verpassen sollten. Später gibt es in 15 Minuten kommt der nächste. Aber warum 15 Minuten hier warten? Mal gucken, vielleicht sehen wir entweder die Kennzeichen von dem Zug oder wir schaffen es. Mal schauen. Von der 3. So, da ist 3. Dann probieren wir mal. Nach Paderborn. Rheine. Ja, der steht noch hier. Ja, vielleicht haben wir Glück. Nach Münster. Jawohl. Der Fahrscheinautomat ist auch schon direkt hier im Zug. Kann man direkt ein Ticket kaufen. So, in Kürze erreichen wir Münster. Kam gerade als Ansage. Ich mache mal hier von der Tür noch so ein paar Aufnahmen hier. Man sieht nicht allzu viel. Bin mal gespannt. Vor dem Bahnhof war ich ja schon mal mit dem Bus und so, aber direkt im Bahnhof noch nicht. Mal schauen. Scheint aber auch ein größerer Bahnhof zu sein. Hier haben nämlich schon ganz viele Züge und so hier. Dieses Teil liegt hier noch. Ja. Auch ganz viele Gleise. Die ganzen Waggons, alles richtig bemalt. Dazu wird Kunst sein oder so, keine Ahnung. Ich nehme einfach mal alles mit, bis wir den Bahnhof erreichen. Nationalexpress, keine Ahnung. In Kürze erreichen wir Münster Hauptbahnhof. Sie haben Anschluss in Richtung Rhein. Bitte beachten Sie die Ansagen und Aushänge in Münster. Dieser Zug endet hier. Dieser Zug endet hier. Okay, werden wir wohl gleich da sein. Hier steht aber einiges rum. Haben die nichts zu tun oder was? Dieser Zug endet hier.
Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen und bedanken uns für die Fahrt mit Langeweile. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Da sind die komischen Brücken, die ich ja so hasse, wenn ich mit einem Reisebus unterwegs bin. Hier in Münster muss man echt aufpassen. Fahrräder und Brücken. So, das sieht doch schon mal nach einem Bahnhof aus. Schaut mal. Und sogar Fahrtrichtung rechts ist auch der Ausstieg. Also hier. Ja, wunderbar. Ich melde mich gleich wieder. So Leute, angekommen. Kein schönes Wetter. Irgendwie bewölkt, aber nicht kalt. Ich habe noch T-Shirt an. Müsste noch hinhauen. Hier steht auch so ein schöner, wie nennt man das hier? Keine Ahnung. Zugwagen, Zugwaggon, Zug. Ja, der ICE, der steht auf der anderen Seite noch. Ja, dann gehen wir mal rein und schauen uns mal den Bahnhof an. Mit diesem Teil bin ich gerade gekommen. Auf jeden Fall ist das ein großer Bahnhof. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, man hat richtig viel zu laufen. Oh, wir laufen jetzt schon fast einen Kilometer. Quatsch, 300 Meter oder so. Ja, mal gucken, was uns draußen erwartet. So, wenn man runter geht, kann man sich hier auch schon direkt orientieren. Ausgang links. Rechts geht es noch weiter. Ja. Aber das sieht doch schon mal klasse aus, Leute. Schaut mal. Ja. So, ab da draußen kenne ich mich dann wieder aus. Aber hier drin war ich noch nie. So, da gucken wir mal. Da sind auch schon die Zeichen für Bus. Man kann. Und die Radstation. Die Radstation, die muss ich euch zeigen, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr einen Beitrag von mir gesehen hattet, wo ich schon mal Münster vorgestellt hatte. Aber den Radstationen zeige ich euch auf jeden Fall. So, wenn wir direkt hier rausgehen, ist auch schon direkt die Bushaltestellen C und D, A und B. Ja, die sind direkt hier vor dem Bahnhof. Ein Bahnhof mitten in der Stadt. Ja, so schaut das Teil aus. Ja, Hauptbahnhof direkt. Da hinten ist Burger King und so, das kenne ich noch. Und wir schauen uns jetzt erstmal direkt die Busse an, die gleich hier hoffentlich in Massen vorbeifahren werden. Da kommt schon der erste Solaris und der zweite direkt hinterher. Ne, der dritte war kein Solaris, sorry. Ein MAN Lion City. Aber hier fahren auch verschiedene Busse. Hier fahren auch Hybridbusse, hier fahren all mögliche Marken. Mal gucken, ob sich da was geändert hat in der Zeit. Letzte Mal war ich vor vier Monaten, glaube ich, hier. So, hier haben wir einen schönen Citaro. Und dieses schöne Blau, das passt auch irgendwie zu der Stadt, glaube ich. Ja. Ich gehe jetzt mal mit euch zu dieser Radstation, wo so viele Fahrräder auf einmal sind. Das geht hier unten schon los. Schaut mal. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, hier unten sind schon richtig ganz viele Fahrräder. Aber wartet, ist noch nicht alles. Schaut mal hier. Wahnsinn, oder? Ist eben halt eine Studentenstadt und deswegen so viele Fahrräder. Aber das ist immer noch nicht alles. Das geht da hinten noch weiter. Auf der anderen Seite waren sogar noch so übereinander gestapelte Fahrräder. Ja, vielleicht erkennt der eine oder andere sein Fahrrad hier wieder. Also, ey, das ist mein Fahrrad. Ne? Aber bis dahin in den Tunnel will ich nicht gehen. Da hinten auf der anderen Seite weiß ich, dass da auch ganz viele sind. So, jetzt konzentrieren wir uns wieder auf die Busse. Es ist so windig heute. Hoffentlich Mikrofon hat keine Rauschen und so dabei. Hier ist nochmal diese Station, wo übereinander sogar gestapelt wird. So, jetzt konzentrieren wir uns aber tatsächlich hier auf die Busse.
Ein paar sind schon hier vorbeigekommen, auch natürlich wieder mit verschiedenen Farben. Der eine ist blau, der eine ist rot. Die fahren hier überall. Wenn ihr mal die Bezeichnungen euch anschaut, ja, dann merkt man schon, dass sie auch verschiedene Unternehmen und so gehören. Ja. So, guckt mal, das meinte ich hier mit dem Solaris. Auf der anderen Seite kommen auch noch welche. Ich meine, da ganz hinten ist auch so ein Busstellplatz. Da werde ich gleich auch noch mal hinlaufen. Braucht man nicht fahren. Und da mal gucken. Aber hier habe ich gerade was Schönes entdeckt. Schaut euch den mal an, Leute. Ein Setra. Überlänge mit 2 Achsen. Ja, wirklich toll. Ja, es gibt hier wirklich viel zu sehen. Und da kommt auch noch ein VDL-Reisebus, wollte ich sagen, aber S75, kein Einstieg und so. Das heißt, der fährt hier auch Linie wie in Koblenz, die Setra Doppelstocks, die 5er-Reihe. Wenn ihr den Beitrag gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Und auf der anderen Seite Westfalenbus von der Deutschen Bahn. Und nochmal so ein Hybrid-Elektrobus. Ne, nur Elektrobus, okay. Das meinte ich, dass hier verschiedene... Das ist der Sprinterbus, also ein Schnellbus nach Bocholt, denke ich mal. Da der Kollege, der hat mich wohl erkannt, war am gucken, was ich hier so treibe. Es haben ja viele gewünscht, komm mal nach Münster, komm mal nach Münster. Hier war ich schon, genau hier, wo ich stehe, habe ich schon Videos aufgenommen. Allerdings nicht in dem Beiträgen, wo ich gesagt habe, so jetzt stelle ich euch mal Busse und Bahnhöfe vor. Das war was anderes. Aber jetzt bin ich extra noch mal für euch hierher gekommen. So, ich laufe mal so ein bisschen nach oben. Vielleicht sehen wir da noch mehr. So, gar nicht weit von entfernt. Wie ihr sehen könnt, da hinten, da wo der eine rote Bus ist, von da bis hierhin bin ich jetzt gelaufen. Und hier vorne ist auch der Parkplatz, wo auch die Reisebusse hier halten können. Ja. Mal gucken, wer da alles so ist. Ich habe ja noch Urlaub. Nicht, dass der Weiße hier von uns ist, da hinten, aber glaube ich nicht. Ich gehe mal gleich rüber. Da hinten sind die komischen Brücken, wo ich gesagt habe, da muss man aufpassen. Ist gerade grün, können wir direkt rüberlaufen. Nee, das ist nicht einer von uns, also von Fehlingreisen. Ich habe erst gedacht, es ist von Fehlingreisen der Doppelstock, weil wir ja noch keine Werbung drauf haben. Aber 3,70, okay, der Volvo ist 3,75. Das könnte ich vielleicht noch schaffen, wenn man den noch ein bisschen absenkt und so. Ein bisschen Luft nach oben und unten hat man ja immer. So, der Bröskamp ist da und der Ulrich aus Ulm kommt der. Keine Ahnung, was für eine Firma das ist. Das wollte ich euch auch noch mal zeigen. So, jetzt laufen wir aber mal wieder zurück zum Bahnhof. Ich weiß nicht, ob ich noch in die Stadt fahren soll. Weil in der Stadt, da am Aasee, kurz vorher ist so eine Kirche, da tummeln sich eigentlich auch immer Busse, all verschiedene Linien. Aber hier werden wir, glaube ich, alles sehen, weil alles fährt auch hier am Bahnhof vorbei. Ich wollte eigentlich die Fahrräder aufnehmen, da habe ich was anderes im Bild gehabt. Aber auch nicht schlecht, okay. Gucken wir jetzt mal woanders hin. So, es geht weiter. Theos Reisen, der fährt hier auch. Alles im Auftrag, wie ihr sehen könnt. Theos Reisen GmbH, hier aus Münster. Fährt aber für die RVM, wie ihr sehen könnt. Das sind alles die ganzen Subunternehmer. Ich sage ja, hier sind verschiedene Busse, aber der Hauptausschlaggebend ist eben halt hier Gebiet RVM. Hier auch noch ein RVM-Schnellbus. Das ist der mit den ganz meine Linie, okay. Guck mal, ganz lang würde ich sagen. Nicht ganz lang meine Linie. So müsste das heißen. Ja. 15 Meter in einem durch. Der fährt, glaube ich, gleich hier. Mal gucken, wenn er nicht rechts fährt. Ich will mal die Achse euch noch mal zeigen. Wenn er nicht geradeaus fährt, will ich euch das noch mal zeigen. Und jetzt haben wir gerade hier so ein
Auflauf hier an Bussen. Hier kommen jede Menge jetzt. Schaut mal oben die ganzen auf den Dächern, die Klimaanlagen und so. Braucht schon. Und mit den 4 Türen. Ja, wunderbar. Ja, der fährt glaube ich auch links. Ja, vielleicht haben wir Glück. Ah, der nimmt sogar die zweite Spur. Ne, von der Spur. Ah, muss man den Kollegen jetzt erstmal vorbeilassen. Und schaut mal die hintere. Ja, jetzt geht er mit einem Schwung geht er dann darüber hinweg. Alles gut. Ja. So. Ja, hier kommen jetzt jede Menge Busse. Aber das Gitter, das stört uns. Ich laufe mal wieder nach vorne, um zu sehen, dass man von vorne besser sehen kann. Yep. So, die Blau-Weißen habe ich gerade noch gesehen. Das ist original hier von den Stadtwerken Münster. Und die roten, wie gesagt, wenn da DB steht, DB, RVM und so. Ja, je nachdem, wer der Auftraggeber ist, wer der Auftragnehmer ist. So ganz blicke ich da auch nicht durch. Aber wo viele Menschen sind, auch viele Türen. Ne, schaut mal, das ist auch wieder einer mit 4 Türen, damit eben halt der Ein- und Ausstieg zügig geht. Nicht, dass sie da sich über den Haufen rennen, wenn die raus wollen oder so. Dann geht das alles viel schneller. Ja, da vorne ist noch ein schöner blauer Citaro, allerdings ein Solo diesmal. Und ich gehe mal stark davon aus, dass auch der mit 3 Türen ist. Wir nehmen jetzt hier den Kollegen noch mal mit hier. Und überall Fahrräder en masse, immer noch. So, der Kollege hat jetzt rot. Jetzt darf dieser Kollege hier, der steht hier immer noch, zum Tannenhof mal hier hinfahren. Der hat aber nur 3 Türen. Ja. Da hinten kommt auch einer, ein MAN, glaube ich, das erkenne ich an den Boxhandschuhspiegeln. Müsst ihr mal drauf achten, hatte ich euch ja auch schon mal vorgestellt. Haben wir ja auch davon bei uns. Der hat sogar grün. Jawohl. Aber auch mit 3 Türen, schaut mal. Je nachdem, wie man das eben halt bestellt, bekommt man diese auch. So, da ist eine Kollegin hier. Jetzt fängt es auch noch an, ein bisschen zu regnen. Ich suche mir mal ein bisschen Schutz. Und die Stadtwerke Mobili ist direkt auf der Seite. Da können die Leute direkt, wenn die Beschwerden haben oder Tickets haben oder irgendwas, sich direkt hier. Ich stelle mich mal hier drunter und schauen, was hier noch so alles kommt. Ganz hinten ist noch mal der Elektrobus gekommen. 100% eigener Ökostrom im Tank. Okay. Die werben mit 100% Strom, also das heißt rein elektrisch. Nicht, wie ich das vorhin gesagt hatte, mit Hybrid und so, wie ich das letztens in Luxemburg gesehen habe. Ist im Moment ein bisschen am Regnen, aber ich stehe gut, dass ich von hier aus ein paar schöne Busse euch zeigen kann. Da kommt was ganz Interessantes. Moment, der müsste gleich hier auftauchen. Ich habe das nur im Vorbeifahren gesehen. Etwas Rotes. Klinik, Wassertechnik. Das ist der, was ich gerade gesehen hatte. Ich kann jetzt nicht zuordnen, was das ist, was das für ein Bus ist. Das ist zwar ein Solaris, aber der hat komischen Aufbau hinten. Sieht mir aber auch aus wie ein Elektro. Wer weiß, was das für ein Bus ist da, Leute. Der sieht aus wie so ein Zug, obwohl es jetzt regnet. Ich gehe mal ein bisschen näher dran, ob wir was erkennen können. Nein, kann ich nicht erkennen. Vielleicht kommt er mir ja gleich nochmal entgegen oder so. Aber dafür kommt mir ein schöner Citaro mit 3 Türen hier entgegen. Ja.
Wenn die Kamera ab und zu mal den Boden zeigt oder so, das ist jetzt nicht von mir nicht gut aufgenommen oder so. Das ist bewusst, damit wir eben halt so wenig Gesichter wie möglich bekommen. Jawohl. Hier nochmal der 100%ig eigener Ökostrom im Tankbus. Ja. Und das ist der rote, was ich gerade gesehen habe. Ich kann nichts erkennen, Leute. Also der hat aber oben einen Auspuff und so, also ganz normaler Diesel. Nur, dass der eben halt die Farbe und so, der Aufbau oben hat mich so ein bisschen ja, zum Rätseln gebracht. Aber sonst ganz normaler Solaris, so wie es aussieht. Da vorne kommt auch noch mal einen schönen Setra war das. Ja. Aber ich laufe mal noch da hinten, da sind noch bestimmt noch einige andere Exemplare. Aber hier diese Schnellbusse mit den 3 Achsen, hier diese Setras, davon gibt es jede Menge. Habe ich gerade gesehen. Guck mal, einer ist vor uns und der nächste, der ist auch schon direkt hier hinter. Ja, hier ist richtig was los. Bei mir vor der Haustüre und ich fahre nach München, nach Dresden, Regensburg, was weiß ich nicht, Würzburg, irgendwo hin und habe hier so schöne Stadt hier vor meiner Tür, sag ich mal. Das sind 40 Kilometer von Aalen. Oh, der macht jetzt aber einen schönen Dings hier vorne hin mit dem Spiegel. Schaut mal, wie die Achse sich mitlenkt. Und der andere kommt auch direkt hier hinter. Hier ist so eine Art Wendepunkt. Hier kann man von der anderen Seite aus direkt hier so wie so ein Wendekreis hier so drehen und seine Fahrt hier fortsetzen. Die haben natürlich da auch eine spezielle Ampel. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich zoome mal ein bisschen näher dran. Da könnt ihr sehen, für links haben die dann speziell natürlich grün, weil sie von der ganz äußeren rechten Spur da hinten großen Bogen machen müssen und hier so hier rum. Ja. Und immer noch Fahrräder überall. Ich nehme euch mal so ein bisschen mit in die Altstadt, weil auf der anderen Seite, da gibt es auch ganz viele Busse, die da ankommen. Da wollen wir hin, Leute, da wo die Kirche da oben ist, da hinten, darunter ist der Prinzipialmarkt oder so ähnlich. Und da laufen wir jetzt mal gemeinsam hin. Und sie haben ihr Ziel erreicht. Jawohl, da kommen auch schon die ersten Busse. Und das ist hier der besondere Dom. Ja. Als Begrüßung macht er uns schon mal so ein paar Glockenschläge. Und als Begrüßung stehen auch schon hier die ersten Busse. Hier müssen gleich noch welche kommen. Wichtig ist, da hinten, wenn Sie da reinfahren, da ist nämlich ein bisschen eng. Da laufen wir jetzt gleich auch dahin. Jetzt habt ihr mal einen schönen Einblick hier in die Altstadt von Münster. Es gibt auch noch so einen historischen Rathaus. Der befindet sich da vorne. Da laufen wir jetzt mal hin. Und da ist auch so eine Enggasse, wo die Busse eben halt reinfahren können oder müssen, je nachdem, wie man es will. Also hier ist immer richtig was los. Weihnachtsmarkt ist ja hier auch immer 2 Jahren jetzt schon ausgefallen wegen Corona, aber ansonsten ist hier auch der Weihnachtsmarkt richtig gut besucht. Wenn ich mich recht erinnere, müsste das hier dieses Rathaus sein. Schaut euch mal diese Gebäuden an, Leute. Das hier ist zum Beispiel errichtet 1578. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass so, damals schon sowas gebaut wurde. Wahnsinn. So, das ist hier dieser Michaelsplatz. Das meinte ich, wenn die Busse hier lang müssen. Vielleicht sehen wir ja gleich einen, wenn er gleich hier lang fahren muss. Hier kommt nur so ein kleiner. Der muss, glaube ich, auch hier lang. Der wird keine Probleme haben, denke ich mal, hier rumzukommen. Wenn die Leute dann natürlich weggehen. Ja, die bleiben einfach stur stehen. Wenn ein MAN kommt mit dem Boxerhandschuh, dann kriegen die einen schönen Box
und dann sind sie weg. So, hier kommt der nächste Kollege hier. Der quält sich hier auch hier rum. Ja, ist aber auch nur ein normaler Solo. Kriegt man ganz gemütlich hin. Ich warte ja eigentlich auf die Gelenkbusse, aber die lassen sich noch Zeit. An der Seite die Gelenke, die fahren nicht hier rein, sondern die fahren geradeaus. Da kommt der Elektrobus, auch ein Gelenk. Der fährt, oh, der fährt jetzt hier rum. Okay. Auf einen von denen habe ich ja gewartet. Mal gucken. Einen schönen Solaris. Ja, der Knick, der muss schon richtig. Ja, aber wunderbar, der kommt auch hier rum. So, dann verabschieden wir uns jetzt hier von dem historischen Rathaus und laufen weiter. Ich bin jetzt mal hier an dem Kreisverkehr hingelaufen, wo die meisten Unfälle passieren, weil die meisten hier nicht wissen, wo, wie, was ist. Auch wegen solcher Radfahrer. Ja, müsst ihr mal gleich gucken. Ein riesen Kreisverkehr auf jeden Fall. Nur wenn man sich da hinten schon rechts orientiert, sagen wir mal, man will hier links. Warte, ich mache mal ein bisschen Großformat. Ich weiß nicht, wie ich euch das erkläre. Jetzt zum Beispiel, klassischer Fall. Fahrradfahrer will rechts, Auto will rechts. Ne? Aber die Fahrradspur hört aber hier auf. Habt ihr gemerkt? Ja, der hört dann hier auf einmal auf, wird eng. Ja, wo soll Fahrradfahrer hin? Natürlich auf der Straße. Und neben ihm, wenn ein jetzt auch zum Beispiel, schaut mal, zack, hat aufgehört und die ist auf der Straße. Und wenn jetzt hier ein PKW zum Beispiel auch hier rechts möchte und ist nicht der Sache mächtig und dann fährt es genau in den, und guckt auch noch keinen Schulterblick und so, dann fährt es in den Radfahrer rein. Ja, es sind schon viele Unfälle hier passiert. Oder hier zum Beispiel, wenn der LKW, der will jetzt auch rechts. Passt mal auf, das wird hier gleich eng. So, wenn eine Fahrradspur jetzt hier zu Ende ist, zack. Ja, in dem Sinn ist es ja auch keine Fahrradspur. Ja, ist auch nicht näher bezeichnet, was das für eine Spur ist. Auf jeden Fall die Fahrräder, die fahren hier. Ja, das wollte ich euch auch noch mal gezeigt haben. Und bei der Gelegenheit sehen wir natürlich auch viele Busse, die zum Ludgeri-Platz hier kommen. Ludgeri-Platz oder Ludgeri-Kirche, das sagt euch doch was. In Selm gibt es die doch, wenn wir mit der Linie 19 fahren. Ja. So, diese Fahrräder, die fahren jetzt hier zum Beispiel hier ganz normal. Ja, wofür diese Spur ist, das weiß ich immer noch nicht. Die hört auch hier vorne auf. Vielleicht kann man das unter dem Stoppschild sehen, was für eine Spur das ist. Eigentlich ist das ja eine durchgezogene Linie. Da sollte keiner drüber fahren. Guck, diese Fahrräder zum Beispiel, die fahren richtig erstmal hier rum. Ja, die bleiben auf ihre Spur. Okay. Der eine Typ hier, der ist doch hier lang gefahren, wenn er jetzt rechts will. Aber ein Auto will nicht rechts. Ja. Das ist eine ganz komische Spur. Das hört hier wieder auch auf. Hier, wenn ihr unten guckt, ne, da ist die Fahrradspur und hier vorne ist aber eben halt ein bisschen seltsam. Mal gucken. Hier zeigt nur, dass es ein Kreisverkehr ist. Ja, deswegen habe ich gesagt, ist ein bisschen seltsam dieser Kreisverkehr hier. Mit Vorsicht zu genießen. Um das zu zeigen, bin ich extra für euch hier hingelaufen. So, jetzt laufe ich aber wieder zurück zum Bahnhof. Brauche ich im Prinzip nur diesen Buskollegen hier hinterherfahren. Ich habe mal überlegt, vielleicht mal mit dem Bus mal hier zu fahren. Habe zwar wenig Zeit, ich muss gleich noch wieder zurück Vorbereitungen machen für Urlaub. Ich habe nämlich Urlaub, ich fliege in die Türkei. Ja, aber vielleicht kann ich das kurze Stück ja mal mit irgendeinem Bus mitfahren. Ich zeige euch den Kreisverkehr noch mal von der Seite. Hier hat man jetzt schon mal so komische Dinger dran gemacht, damit das nicht passiert, was ich euch gerade gezeigt hatte. Sind sie wohl ein bisschen schlauer geworden oder so. Ja, dass die Fahrradfahrer da hier nicht hier drauf fahren. So, da kommt der Kollege hier mit dem Doppelachser, Dreiachser hier. Sehr schöne Parade, da schaut mal, Leute. Ganz viele Busse im Kreisverkehr, auch nicht schlecht. Jetzt fängt es auch wieder an zu regnen. Ja, guck, das war wieder so eine Situation, der wusste wieder nicht, was der andere macht. Fahrradfahrer haben es hier schwer oder die Pkw-Fahrer.
Busfahrer auch. Guck mal, der Fahrradfahrer hat sich jetzt, zum Glück ist er nicht, okay, das geht nicht anders, sonst kommt er nicht rum. Ja, ja, seht ihr, das meinte ich. Ne, direkt vor unseren Augen passiert, da schimpft jeder gegen jeden. Wer hat recht gehabt? Im Prinzip der Fahrradfahrer. Der war ja schon hier, ne? Der wollte rechts und PKW kam von der Seite. Und ja, so ist es nun mal. So Leute, ich fahre mal mit so einem Bus mit. Nichts Besonderes, irgend so ein Citaro. Ja. Nächstes ist aber auch schon Hauptbahnhof, da steige ich dann auch schon direkt wieder aus. Und keiner kann mir sagen, ich bin nicht in Münster mit dem Bus gefahren. Wir können ja noch so ein paar Geräusche hier mitnehmen. Da fehlt übrigens schon der Nothammer. Überall. 1, 2, 3. Ich habe schon 3 Nothammer, die fehlen. Ja, meistens die hier sitzen, sind die Jugendlichen und die nehmen dann immer alles mit, was sie so finden. Ja. Mal gucken, wenn der Kollege gleich Gas gibt, ob man dann schönen Sound bekommt. Und da sind wir auch schon. Hier haben wir das auch schön gekennzeichnet. Ab da nicht. Sonst geht die Tür nicht zu. So, mit diesem Kollegen sind wir hier gefahren. Ich glaube, die haben hier gerade sogar noch einen Fahrerwechsel gemacht oder so. Ja, der Kollege übernimmt jetzt hier und fährt seine Schicht weiter. Und ich gehe jetzt mal zu Burger King und hol mir was zu essen. Aber vorher habe ich hier noch einen schönen Mercedes Elektrobus gesehen, Leute. Den hatte ich noch nicht gesehen. Den sehen wir jetzt zum ersten Mal. Mit seinen schönen LED-Leuchten und so. Ja. 100% eigener Ökostrom. Den hört man nicht, Leute. Hört mal. Ganz leise. Ja, jetzt haben wir den auch mal gesehen. Die sind jetzt im Kommen. Die gibt es jetzt wohl überall in jeder Stadt. So langsam werden Elektrobusse und Hybrids und so richtig viel. Hier der Kollege, der Solaris, der will an seinen Halteplatz, aber ist überfüllt, weil hier im Moment richtig Stau und Chaos ist. Jawohl. So, ich gehe jetzt aber was essen. So Leute, wir nähern uns wieder Hamm. Mal gucken, vielleicht kann ich euch noch ein paar Busse in Hamm zeigen, wenn die Zeit es erlaubt. So Leute, angekommen wieder in Hamm. Ich gehe mal eben kurz raus, um euch noch ein paar Busse von Hamm zu zeigen. Vielleicht sehen wir ja auch Fehlingreisen oder so, die zufällig mal hier sind. Nicht allzu lange, nur ganz kurz, weil der Zug fährt gleich wieder weiter nach Aalen. So, hat sich nicht viel geändert. Hier ist alles noch gleich. Ja. Ja, Hamm gefällt mir nicht so besonders hier. Einfach hier so ein, die kommen hier im Kreis, die können sich dann rechts, links und so hier hinstellen. Kommt so ein schönen Solaris. Ja. Und auf der Seite gibt es auch noch mal ein paar Haltestellen. Und genau auf der anderen Seite, wo der Reisebus Parkplatz ist, da fahren die auch ab und zu mal ab. Das war's aber dann aber auch. Hier ist auch alles in Stadtwerke-Hand. Ja.
Da ist aber eine nette Kollegin da von Hamm. Okay, der Breitenbach fährt hier natürlich auch. Ja. So, mal gucken, vielleicht schaffen wir auch noch einen Fehlingbus zu sehen. Mal schauen. Wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich mal gucken, ob die Baustelle noch ist. Ja, die Baustelle, die ist noch da. Wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, wenn ich mal Linie fahren soll oder so, dann weiß ich schon mal Bescheid. Ja, Fehlingreisen, der kommt noch nicht. Aber die S20 von VKU, der Schnellbus, der ist da. Der fährt hinten bestimmt links rum. Die fahren jetzt ja ein bisschen anders. Aber wenn das der normale Linienweg gewesen wäre, dann würde der auch rechts fahren. Ja, fährt links, wie ich schon vermutet hatte. Und da hinten kommen auch noch zwei andere. Die nehmen wir auch noch mal mit. Einen schönen Solaris. Jetzt kommt eine schöne Parade. Jawohl. Nicht, dass ihr sagt, ich habe Hamm vergessen, euch aufzunehmen oder so. Ja, da ist so ein Fehlingreisen, der R14. Hey, konnte jetzt nicht sehen, wer das war. War auf jeden Fall eine Frau. Entweder hat die neu angefangen oder, keine Ahnung. Die wird gleich hier vorne kommen. Mit unserem schönen Citaro, dem 2012 war das, glaube ich. Habe ich gerade durch Zufall noch gesehen. Die hat jetzt, glaube ich, ein paar Minütchen Aufenthalt. Dann fährt sie auch direkt weiter nach Werne. Ja. Ach, das ist die eine Tante da. Ja, okay. Gut. Die raucht sich jetzt erstmal gleich bestimmt eine, wenn sie Zeit hat. Von weit kann ich sie nicht erkennen, aber ich meine, dass sie das ist. Mal schauen. Können wir sie ja mal beobachten, was sie da macht. Ja. Wie vermutet, schnell erstmal raus, eine rauchen. Aber Kollegin nicht so nah am Bus, normalerweise ein bisschen weiter weg. Ja, das sind eben halt die Raucherinnen und Raucher. Ich laufe mal wieder hoch zum Bahnsteig und fahre wieder zurück nach Aalen. Leute, das Video ist wieder zu Ende. Ich verabschiede mich von euch mit diesen letzten Bildern hier aus Hamm. Nur noch zwei Stationen noch, dann bin ich in Aalen. Dann ist der Tag für mich auch erledigt. Dann geht's ab ins Urlaub. Eine Woche mal nichts filmen, nichts tun, nichts posten. Einfach mal relaxen in Kumkö in Side. Diese Videos, die ich jetzt gedreht habe, werden peu à peu nacheinander online kommen. Ihr könnt natürlich entscheiden, was ihr dann sehen wollt. In diesem Sinne, macht's gut. Bis in einem anderen Video. Alles Gute wünscht euch diesmal aus Hamm, euer Mehmet Oe. Ciao Leute.